Aktuell beobachten wir an den Märkten wieder mehr Unsicherheiten als auch schon. Und auch das Zinsumfeld ist wieder eher tief, vor allem in der Schweiz. In diesem Zusammenhang bekommen wir sehr viele Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und um genau diese Fragen kümmern wir uns heute bei Anlegen mit Weitblick und klären die mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, Philipp, ich habe gesagt, die Unsicherheit ist eher wieder gross. Lohnt sich Anlegen in so einer Situation überhaupt noch? Ja, tatsächlich sind die geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten grösser als auch schon. Das mit Zoll und den Konflikten, die im Moment sind. Aber man darf nicht vergessen, ja, vielleicht haben wir in den letzten paar Jahren ein bisschen eine bessere Situation gehabt. Aber Konflikte und Unsicherheiten sind nichts Neues. Die ganze Finanzkrise ist noch nicht so lange her, 9/11 auch noch keine 25 Jahre. Oder auch ein Jugoslawien-Konflikt, gerade in der Nähe von uns, hat auch bis ins 2000 hinein gedauert. Und ja, was macht man bei Unsicherheit am besten? Das ist langfristiges Anlegen. Und für das zu zeigen, habe ich zwei Grafiken mitgebracht. Auf der ersten haben wir Jahresrenditen drauf von den letzten 100 Jahren, was natürlich auch immer wieder Unsicherheiten und Konflikte gegeben hat. Und ja, da sehen wir, etwa ein Viertel der Renditen sind negativ, aber immerhin 3/4 sind positiv gewesen. Und so im Durchschnitt ist über 6% Rendite drin gelegen bei einem 50% Aktien und 50% Obligationen-Portfolio Schweiz. Und auf der zweiten Grafik da sehen wir Wahrscheinlichkeiten von negativen Renditen, anders dargestellt in verschiedenen Anlagehorizonten. Also nach einem Jahr, wie gesagt, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Aber das nimmt nachher ab, wie länger man anlegt. Und bei 10 Jahren, jetzt im untersuchten Zeitpunkt, ist das schon weit unter 5% gewesen, und bei 15, 20 Jahren hat es gar nie gegeben. Also die Unsicherheit und die Wahrscheinlichkeit von negativen Renditen, die nimmt, wie länger die Anlagedauer ist, ab. Jetzt, was würdest du zu jemandem sagen, der trotzdem Wissen Angst hat, genau den falschen Zeitpunkt zu verwischen beim Investieren? Also zum Beispiel vor einem Kurseinbruch. Ja, der Markt zu timen ist extrem schwierig, wenn nicht unmöglich. Das hat eigentlich mehr mit Glück oder eben Unglück zu tun, als dass man da voraussagen kann, was eine Tagesschwankung ist. Die kann übrigens mehr sein als Monats- oder ganze Jahresschwankungen. Und um das zu zeigen, habe ich auch wieder eine Grafik mitgebracht. Darauf sehen wir, wenn man jetzt halt mal die besten Tage nicht verwünscht hat, also das sind die letzten 20 Jahre und man hat die besten 10 Tage nicht verwünscht, also ja, das ist ein unglückliches Markttiming, aber da hat man eigentlich 150% der Rendite von den letzten 20 Jahren aufgegeben. Also auch damit würde ich sagen, die lange Frist schlägt Markttiming insbesondere, da das eigentlich niemand kann, sondern mehr mit Glück oder eben in diesem Beispiel mit Unglück zu tun hat. Jetzt habe ich eingangs schon erwähnt, das Zinsumfeld ist ja auch eher wieder tief. Was ist deine Meinung zum traditionellen Sparen auf dem Sparkonto? Ja, Sparen hat seine Berechtigung. Wir sagen, alle 2 bis 4 Monatslöhne sollte man aufs Sparkonto legen, das als Sicherheit, Liquidität, wenn man es dann braucht. Aber auf dieser Seite hat man auf einem Sparkonto auch eine Gefahr. Nicht nur das Anlegen ist mit Unsicherheit, sondern man hat eine sehr reale Gefahr auf dem Sparkonto. Das ist, dass man eigentlich weniger getroffen hat nach Inflation, als man angelegt hat. Und das sieht man eigentlich schön auf dieser Grafik. Da drauf ist die hellblaue Linie, ist mir jetzt Geld 10 Jahre aufs Konto da. Die gelbe ist die Inflation und man sieht ganz rechts hinten, dass man eigentlich in den letzten 10 Jahren die Inflation nicht geschlagen hat, also weniger im Portemonnaie gehabt hat, schlussendlich, als wo man aufs Konto da hat. Und ganz im Gegensatz dazu, die dunkelblaue Linie, das ist, wenn man es angelegt hat. Und was sind so ganz allgemein deine wichtigsten Tipps für neue Anlegerinnen und Anleger? Ja, das sage ich immer, das sind 3 Sachen. Das erste ist, man muss sich seinem Risikoprofil bewusst sein. Also das heisst, man sollte wissen, wie viel Risiken kann ich eingehen, finanziell, aber auch wie viel Risiken will ich eingehen. Und da steht der Bauch. Und für das herauszufinden, kann man in einer Beratung oder man kann das auch online herausfinden. Das ist mal ganz wichtig. Das Zweite ist die lange Frist. Eben langfristiges Investieren schlägt Markttiming. Die lange Frist reduziert Risiken, das ist ganz wichtig. Und das Dritte ist die Diversifikation. Also nicht alle Eier in den gleichen Korb hineinlegen, sondern möglichst über verschiedene Anlagen, Anlagenklassen, Währungen, Sektoren investieren, wie zum Beispiel mit unserer Vermögensverwaltung.
Dann bleiben wir bei dieser Vermögensverwaltung. Du analysierst ja jeden Monat mit anderen Expertinnen und Experten die Zusammensetzung dieser Portfolios. Wie sind wir im Moment positioniert? Ja, wir haben auch diesen Monat keine Umschichtung vorgenommen. Wir sind immer noch zufrieden, so wie wir aufgestellt sind. Wir sind ja innerhalb der Aktien neutral positioniert, haben aber ein Untergewicht in den USA. Das, weil man dort sieht, dass die Konjunktur abflacht, das Wirtschaftswachstum hat abgenommen und auch der Arbeitsmarkt schwächelt sehr, sehr stark. Auf dieser Seite ein Übergewicht in Emerging Markets, wo wir Potenzial sehen, und alle Substanzwerte. Und um das Ganze ein bisschen abzusichern, haben wir einen höheren Anteil an Gold. Merci vielmals für deine Erklärungen, Philipp. Danke, dass auch ihr mit dabei gewesen und zögert nicht, weitere Fragen unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einzuschicken. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.